Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin Manuela. Ich war im Baumarkt bei uns in der Schweiz und ich habe dieses Klebeband gefunden. Und das fand ich sehr interessant, weil es so eine Struktur drauf hatte. Und ich dachte mir, mit diesem Klebeband kann man sicher noch einen coolen Hintergrund machen. Und das habe ich auch jetzt so ausprobiert. Ich habe ein Druckerpapier genommen, ein dünnes, normales Druckerpapier und habe mir dann ein paar Klebestreifen darauf aufgeklebt. Und dann habe ich mit einer Schere gedacht, ich könnte noch ein paar Risse ähm, darin schneiden, dass es ein bisschen interessanter aussehen würde. Ich habe dann auch noch das Messer genommen und mit dem Messer ein bisschen hineingeschnitten, zum ja, ein paar coole, interessante Sachen, Effekte zu machen. Ja, ich wollte es einfach ein bisschen, ja, so grungy-mäßig machen, ein bisschen so schmuddelig und habe einfach ähm, drauf geschnitten. Dann habe ich weißer Gesso genommen, bin einfach darüber gegangen. Ein paar Stellen sind ein bisschen weißer, ein paar Stellen sind weniger weiß. Dann kurz getrocknet mit dem Heißluftföhn. Dann habe ich einfach ein Papier genommen, weil ich möchte gerne noch mit den Sprays darüber gehen. Wollte nicht alles verspritzen. Also alle Materialien, die ich verwenden werde, werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken, wenn es geht. Und hier spritze ich einfach 2 Farben drauf. Eins, das Grüne ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr. Das Braune ist, ich glaube, Inkspray. Ähm, weiß jetzt nicht, also ich werde sicher alles unten verlinken. Dann könnt ihr nachschauen. Und hier merkte ich, dass ich das unten mega cool finde und habe versucht, noch ein bisschen paar Streifen wegzuziehen. Ähm, ehrlich gesagt ist es nicht so
Man muss sehr aufpassen, weil man sonst das Papier wegreißen kann. Vielleicht wäre es besser, wenn man es am Anfang macht, dass man nicht so die Streifen nicht abschneiden, sondern zerreißt. Würde einen besseren und cooleren Effekt geben. Und dann habe ich einfach ein bisschen dünkler gemacht und ich fand es sehr interessant. Und die kleinen Stücke, die ich auf der Seite habe, die kann man auch immer noch gut gebrauchen. Also nicht wegwerfen. Hier probierte ich noch mit der Schere ein bisschen hineinzuschneiden. Also ich finde es mega cool. Also ich finde, es sieht mega cool aus. Und jetzt nehme ich ein Wachs, ein Metallic Wachs und gehe mit dem Pinsel ein bisschen darüber. Und ich finde, es gibt dem Ganzen auch noch einen coolen Effekt. Ja, und hier zeige ich einfach meine Lieblingsseife. Mit denen wasche ich gerne die Pinsel aus. Die habe ich bei Amazon bestellt.
Jetzt gehe ich noch mit Ground Espresso ähm, nochmals drüber, um die Risse ein bisschen dunkler zu machen. Und hier mache ich einfach ein paar, ja, so Striche. Hier nehme ich mein Tina Wackley Buch. Ich habe es mit Liquitex transparenten Gesso, bin ich rübergegangen, habe es schon ein bisschen grundiert. Jetzt nehme ich das Stempelkissen von Tim Holtz und die Stempel von Tim Holtz und das Stempelkissen StazOn. Also das ist ein Wasser, also eine wasserfeste Tinte. Und am besten einfach nicht darüber studieren, wie man es draufstempelt, sondern einfach draufstempeln. Nicht zu lange nachdenken, sondern einfach draufstempeln. Jetzt wird es auch wieder kurz getrocknet. Hier nehme ich nochmals ein Spray Tea-Dye von Distress Oxide von Ranger. Und von diesem, also ich habe 3 neue Bücher von Mate bestellt, die es jetzt momentan gibt. Und da habe ich diese Fee ausgeschnitten.
weil ich dachte, sie passt perfekt. Ähm, Hier habe ich einfach ein paar Streifen abgezogen, weil ich wollte so Streifen draufkleben. Fand ich ziemlich cool. Also im Gesamten sind es 2 Streifen, die ich weggerissen habe. Und hier gehe ich einfach nochmals bei den Kanten, die weiß sind von Druckerpapier, gehe ich nochmals drüber, dass man das nicht so gut sieht. Und hier klebe ich es schon an mit Art Glitterglue.
Dann habe ich aus diesem Buch Glühbirnen gesehen und dachte mir, die wären auch noch gut passend. Die habe ich mir dann aufgeschnitten ausgeschnitten und die werde ich alle noch mit, Black Soot inken, auch das Mädchen. Und dann wird alles aufgeklebt. Es ist alles aufgeklebt. Jetzt werde ich noch die Kanten noch ein bisschen mit Black Soot inken. Ähm, und hier werde ich noch ein bisschen schattieren. Ich habe nicht viel schattiert, ich habe nur das Mädchen ein bisschen schattiert. Unten beim Rock und die Flügel. Man könnte noch die Glühbirnen ein bisschen schattieren, wenn man möchte, aber die habe ich jetzt nicht gemacht. Und jetzt werde ich noch das Mädchen ein bisschen, ähm, anmalen, dass man die Farben ein bisschen mehr sieht. Und ich verwische es einfach mit den Fingern. Und hier kommen wir schon zum Titel. Also ich kann ja kein Englisch, darum habe ich, ein Foto gemacht über Google und das kann man gut übersetzen lassen und habe mir dann 2 Wörter, ähm, ausgeschnitten.
Gerade schneiden ist nicht ganz meine Stärke. Ich bin immer ein bisschen schräg. Jetzt werden sie noch geinkt mit Flexsud, also die Kanten. Und draufgeklebt. Ja, hier ist mir ein bisschen zu viel Leim herausgekommen. Aber das war nicht das Schlimmste, wo noch kommt. Ja, hier decke ich alles zu, außer natürlich die Schrift, die ich wieder vergessen habe. Das, was natürlich super schlau gewesen ist von mir. Hier nehme ich ein bisschen schwarze Acrylfarbe, ein bisschen Wasser hinzu und wollte ein paar schwarze Spritzer machen. Und dann passierte es. Ja, alles verschmiert. Ja, toll. Ist jetzt nicht so schlimm. Natürlich sieht es schön aus, wenn es nicht passiert wäre, aber es ist halt jetzt nun mal so. Und ja. Ich wollte noch schauen, ob ich es ein bisschen, ja, ausbessern kann mit einem Stift. Man hat natürlich die Buchstaben fast nicht mehr gesehen. Dann musste ich nochmals nachschauen und ja. Ja, so einigermaßen hat es geklappt. Ja, sie ist halt jetzt nun mal so und ja. Und das nächste Mal abdecken. Fehler passieren und das ist menschlich. Ich meine, ja, ist nicht so schlimm. Ja, und so sieht jetzt meine Seite aus. Es hat mir mega Spaß gemacht, dieses mit diesem Klebeband. Ich finde es mega cool. Also die Struktur finde ich mega cool und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss.